Die Stadt Asford liegt neben dem Wye National Nature Reserve, einem berühmten Wildnisgebiet in Kent, England. An einem Spätsommernachmittag wanderte ein mageres Fuchsjunges auf der Suche nach Nahrung durch den Wald. Sein Instinkt führte es einen kleinen Pfad entlang, bis es am Rande der Stadt ein verlassenes Haus entdeckte. Der Geruch von altem Essen wehte, wenn auch schwach, noch immer aus dem Inneren des zerstörten Hauses. Der Fuchs schlich sich leise durch ein zerbrochenes Fenster in die Höhle, in der Hoffnung, etwas Essbares zu finden. Der Boden war morsch und mit Staub bedeckt, und von frischen Lebensmitteln war nichts zu sehen. Als er in den Hinterhof hinausging, sah er einen alten, dunklen Betonkrater. Da es dachte, dass sich darunter Mäuse oder etwas Essbares befinden könnten, streckte es seinen Kopf aus, um nachzusehen. Leider verlor es aufgrund der rutschigen Betonkante plötzlich das Gleichgewicht und stürzte. Es war ein tiefer, kalter Teich, in dem seine beschwerliche Überlebensreise begann. Das kalte Wasser durchnässte sein Fell sofort, wodurch sein Körper schwer zu bewegen wurde. Es versuchte, an den Beckenrand zu springen, doch aufgrund der Höhe und der rutschigen Oberfläche scheiterten alle Versuche. Das Geräusch von Krallen, die über Beton kratzten, hallte durch den feuchten Raum, vermischt mit dem Geräusch von Wasser. Der erste Tag verging, der Fuchs war hungrig und fror und seine Kräfte nahmen rapide ab. Es stieß ein paar schwache Quietschgeräusche aus und hoffte, dass jemand es hören und ihm zu Hilfe kommen würde. Doch in dem verlassenen Haus herrschte völlige Stille, nur der Wind und das Rascheln der Blätter waren zu hören. Nachts sank die Temperatur stark, sodass es sich in einer Ecke des Tanks zusammenrollen musste, um etwas Wärme zu behalten. Am zweiten Tag zitterten seine Beine, jede Bewegung wurde langsam und ermüdend. Bei jedem Kletterversuch rutschten seine Krallen an der nassen Betonwand herunter. Das Wasser war tief in sein Fleisch eingedrungen und ließ ihn unkontrolliert zittern. Die Augen schlossen sich allmählich, als ob es kurz davor wäre, das Schicksal aufzugeben. Plötzlich waren leichte Schritte über dem Pool zu hören. Emily Carter, 27, joggte auf einem ihr bekannten Weg um ein verlassenes Haus am Rande der Stadt Asford. Auf dieser Straße kommen nur wenige Menschen vorbei, aber sie mag die Ruhe und die frische Morgenluft. Als sie vorbeiging, hörte Emily ein leises Geräusch, das wie ein Kätzchen klang. Sie blieb neugierig stehen und versuchte herauszufinden, woher das Geräusch kam. Als sie sich über eine Betongrube beugte, erschrak sie, als sie darunter ein klatschnasses Fuchsjunges entdeckte. Seine Augen blickten sie direkt an und leuchteten in dringlicher Bitte. Emily sah sich um, merkte jedoch, dass sie ihr Telefon nicht dabei hatte, um Hilfe zu rufen. Sie wusste genau, dass dieses kleine Leben durch Erschöpfung oder Kälte verloren gehen könnte, wenn sie zögerte. In ihrem Kopf fasste sie fast sofort eine rücksichtslose Entscheidung. Sie holte tief Luft und war bereit, zu handeln und das Tier zu retten. Emily kniete am Beckenrand und versuchte, auf dem schmalen, rutschigen Beton das Gleichgewicht zu halten. Sie beugte sich sanft hinunter und flüsterte dem Fuchs zu, näher zu kommen. Der Fuchs näherte sich langsam, als ob er die guten Absichten des Menschen vor ihm verstehen würde. Als ihre Hand das kalte Fell berührte, leistete es keinen Widerstand und biss auch nicht. Emily packte den Körper mit beiden Händen fest und zog ihn mit aller Kraft hoch. Das nasse und glitschige Fell ließ ihre Hände mehrmals abrutschen, aber sie gab nicht auf. Als der Fuchs aus dem Teich gehoben wurde, spritzte kaltes Wasser auf ihn. Sekunden später lagen beide keuchend vor Anspannung auf dem Boden. Der Fuchs zitterte, seine Augen leuchteten vor Dankbarkeit und Vertrauen. Emily umarmte es fest und spürte jeden schwachen Herzschlag. Ohne zu zögern nahm sie es und rannte zu ihrem Haus ein paar Straßen weiter. Ihr Herz schlug immer noch schnell, Adrenalin durchströmte ihren Körper. Wieder zu Hause legte Emily den Fuchs auf den dicken Teppich neben dem warmen Kamin. Sie nahm ein großes Handtuch und trocknete das nasse Fell. Als nächstes erwärmte sie den gesamten Körper des Tieres mit dem Föhn auf niedriger Stufe. Der Fuchs schloss die Augen und genoss die angenehme Wärme. Emily bereitete eine weiche Pastete für die Katze zu und stellte sie in eine kleine Schüssel vor sie. Es fraß es sofort gierig, als hätte es seit Tagen nichts gegessen.
Nach dem Essen begann er neugierig im Wohnzimmer umherzuwandern. Emily lächelte, als sie zusah, erleichtert, dass es wieder etwas Leben hatte. Sie beschloss, es über Nacht dort zu lassen, damit es sich vollständig erholen konnte. Als es dunkel wurde, rollte sich der Fuchs zusammen und schlief tief und fest auf der weichen Decke. Sein gleichmäßiges Atmen hallte leise durch den stillen Raum. Auch Emily schlief mit einem seltsamen Gefühl der Geborgenheit ein. Am nächsten Morgen wachte Emily auf und stellte fest, dass der Fuchs nicht mehr im Haus war. Sie suchte überall, fand aber keine Spur davon. Bei dem Gedanken, dass es in den Wald zurückgekehrt war, war sie traurig und erleichtert zugleich. Als sie an diesem Abend das Abendessen zubereitete, hörte sie ein leises Geräusch an der Tür. Als Emily die Tür öffnete, war sie überrascht, eine Fuchsfamilie direkt auf der Veranda stehen zu sehen. Das Fuchsjunge, das sie gestern gerettet hatte, stand in der Mitte und sah viel gesünder und beweglicher aus. Daneben lagen ein erwachsener Fuchs und 2 weitere Fuchsjunge. Sie wedelten ununterbrochen mit ihren Schwänzen und machten fröhliche Geräusche. Emily war gerührt, als sie verstand, dass dies ein besonderer Dank des Geschöpfs war, dessen Leben sie gerettet hatte. Sie nahm etwas weiches Futter und legte es vorsichtig vor die Herde. Als sie mit dem Fressen begannen, wedelten die Schwänze heftiger. Das gelbe Licht der Veranda bedeckt die warme Szene wie ein Gemälde. Seit diesem Tag tauchte die Fuchsfamilie gelegentlich vor Emilys Haus auf. Jedes Mal, wenn sie kamen, bereitete sie etwas zu essen zum Teilen vor. Nach und nach entstand eine besondere Bindung zwischen Mensch und Wildtier. Die Nachbarn bemerkten diese seltsame Geschichte und stellten Fragen. Emily erzählt und betont, dass Freundlichkeit manchmal keine Planung oder Vorbereitung erfordert. Mit einer Entscheidung im Bruchteil einer Sekunde können sie ein Leben retten. Die Geschichte verbreitete sich in der ganzen Stadt Asford und wurde zu einem lebendigen Beweis für Freundlichkeit. Viele Menschen begannen, am Waldrand Futter für wilde Tiere zurückzulassen. Emily erkannte, dass sie eine kleine Brücke zwischen 2 verschiedenen Welten geschaffen hatte. Jedes Mal, wenn sie die Fuchsfamilie sah, erinnerte sie sich an den Moment am Wassertank. Der Moment, in dem ein kleines Leben ihr sein Vertrauen schenkte. Und sie wusste, dass es eine Erinnerung sein würde, die sie für den Rest ihres Lebens begleiten würde. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn Sie es interessant finden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.